Diese magische Jahreszeit, die frostige Kälte, der Schnee, alles wirkt so friedlich, so still. Die Landschaft verwandelt sich und weckt auch im Innern das Bedürfnis nach Entschleunigung, nach langsamen Tagen, nach einem einfacheren Leben. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem schwedischen Wintermärchen auf dem Land, in unserem Schwedenhäuschen auf Zeit. Im Spätherbst sind wir hier eingezogen, um über den Winter auf das Haus und Grundstück der eigentlichen Besitzer aufzupassen. Seit 3 Monaten sind wir schon hier und genießen diesen so besonderen Lebensstil im Selbstversorgerhaus mitten im Wald. Es ist schon erstaunlich, welch großen Einfluss das Leben mitten in der Natur auf einen haben kann. Tagtäglich umgeben zu sein von so viel Natürlichkeit und Einfachheit, rückt alles wieder ein wenig mehr in Perspektive. Mehr Fokus auf die alltäglichen Aufgaben, wie das Haus warm und intakt halten, frisches, selbstgemachtes Essen zubereiten und die vielen kleinen Dinge, die rund um so einen Haushalt anfallen. Anstatt uns von den vielen Reizen und Angeboten unserer schnelllebigen Welt einnehmen zu lassen, sind wir hier so weit weg vom Trubel und so sehr uns selbst überlassen, dass sich die Aufmerksamkeit und damit auch die Gedanken und unser Alltag einen deutlich entschleunigteren Rhythmus einnehmen. Die Kälte und der Schnee tun ihr Übriges. Und so wird die Welt plötzlich langsamer und ein Gefühl von Leichtigkeit breitet sich aus. Dieser herrliche schwedische Winter erweckt in mir Kindheitserinnerungen, wie wir damals am liebsten den ganzen Tag draußen verbracht haben, mit Schlittenfahren, Schneemann bauen oder Schneeballschlacht spielen. Und diese weiße Landschaft, die wie von der Sonne geküsst ihr strahlendstes Lächeln aufsetzt und ihren schönsten Mantel sanft und schützend über der Natur ausbreitet. Und dann geht's irgendwann wieder rein. Die Nase und Wangen ganz rot von den frostigen Temperaturen. Ein frischer Geruch in der Nase und die Vorfreude auf den warmen Ofen, an dem man es sich für den Rest des Tages gemütlich machen kann. Seit wir in Schweden sind, ticken die Uhren bei uns anders. Die Natur gibt das Tempo vor und wir folgen ihr. Mal klappt das besser, mal schlechter. Aber ich spüre bereits ganz eindeutige Veränderungen. Besonders am Anfang hatte ich hier so viel vor. Ich wollte ganz viel lesen, stricken, häkeln, kochen, meditieren, viel draußen sein, mich bewegen, kreative Projekte umsetzen und das am liebsten alles auf einmal. Doch Überraschung,
Es hat natürlich nicht funktioniert, denn anstatt eins nach dem anderen in Ruhe zu machen, habe ich versucht, möglichst viel in jeden einzelnen Tag zu packen. Und anstatt das Gefühl zu haben, oh ja, ich habe heute so viele Dinge geschafft, hatte ich umgekehrt den Eindruck, dass mir die Zeit fehlt, um alles umzusetzen. Anstatt Freude bei den Dingen zu haben, habe ich eher einen inneren Druck verspürt. Eigentlich sollte ich es besser wissen, doch jetzt mit ein bisschen Abstand verstehe ich, dass ich zu Beginn meiner Zeit hier in Schweden noch sehr in der Effizienzenergie war, in der die meisten von uns ihr Leben lang sind. Wir wollen keine Zeit verschwenden, haben Angst, nicht genug zu machen und wollen gleichzeitig die Zeit, die uns zur Verfügung steht, bestmöglich nutzen. Insbesondere wenn die Umstände, so wie bei uns gerade, auch noch zeitlich begrenzt sind. Doch ich habe gerade das große Glück, ganz nah an der Natur sein zu können und mich von ihrem Rhythmus inspirieren zu lassen. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Über Nacht wurde es dann nochmal deutlich kälter, -20, eine vereiste Landschaft und die Stille der Dunkelheit am frühen Morgen. Und dann erwachte der Himmel zum Leben. Ein neuer, wunderschöner Tag. Solche Tage sind hier selten im Winter, zumindest an dem Ort, an dem wir gerade sind. Tage mit viel Schnee, wenig Wind und Sonne, ohne ein einziges Wölkchen am Himmel. Das nutzen wir natürlich immer aus, um draußen zu sein. Wir passen uns der Natur an, denn wir haben die Möglichkeit, unseren Tag selbst gestalten zu können. Und so ein sonniger Spaziergang macht immer gute Laune und ein warmes Getränk schmeckt dann einfach doppelt so gut. Und dann versteckte sich die Sonne schon wieder. Der Schnee kam und es wurde grau, wie an den meisten Tagen. Ich denke, es ist ganz leicht, sich solche schönen Aufnahmen anzuschauen und dieses vermeintlich einfachere Leben zu romantisieren. Zumindest ging es mir so. Und ja, diese Naturschönheit ist wirklich da. Es gibt diese nahezu perfekten, sonnigen Tage, die Entschleunigung im Alltag, die diese Jahreszeit zwangsläufig mit sich bringt. Aber es gibt auch die andere Seite, die tristen, grauen Tage, an denen das Innenleben die Natur widerspiegelt. Tage, die aufgrund der Naturbedingungen herausfordernd sind, aufgrund der Abgeschiedenheit und wenigen Abwechslung. Tage, an denen man einfach nicht warm wird, sich alleine fühlt und einfach nicht aus seinem negativen Gedankenkarussell rauskommt. Am Ende ist es ganz egal, wo wir uns befinden. Schönheit und Herausforderung gibt es überall. Letztlich
kommt es immer darauf an, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten und aus welcher Perspektive wir auf die Dinge schauen wollen. Denn wir haben immer die Wahl. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.